Hallo und willkommen zum zweiten Video auf meiner neuen YouTube-Playlist. Man kann es schon sehen, wir zersparen heute jede Menge Alu. Die ganze Schachtel ist tatsächlich voll. Das hier wird allerdings kein Demo-Video, sondern etwas Praktisches. Wir fertigen eine Stempelplatte für einen Arbeitskollegen, der ein Nebengewerbe betreibt. Hier mal sein Logo. Die Stempelplatte fräsen wir aus einem Abfallstück der Firma Hase, das mir kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank dafür. Ich habe mal die Legierung drauf geschrieben, Aluminium, Kupfer, Blei. Und so sah das Rohteil ursprünglich aus. Und so sieht die Stempelplatte aus. So die Rückseite. Ja, man kann es schon sehen. Ich habe die Stempelplatte schon mal gefertigt. Leider ist mir ein blöder Fehler unterlaufen. Ich habe vergessen, das Logo zu spiegeln. Hier ein Ausschnitt. So schön die Stempelplatte auch ist, mir ist was echt Blödes passiert. Nämlich, ich stempel mich jetzt mal selber. Und dann kann man es schon fast sehen. Ich zeige es gerade mal. Es ist spiegelverkehrt. Bedauerlich. Ja, schauen wir doch mal, ob es dieses Mal passt. Na, es sieht doch viel besser aus. Zum Werkzeug. Wir benötigen einen 6 mm Schaftfräser, Vierschneider, einen 5 mm Vierschneider Schaftfräser, einen Schaftfräser, Zweischneider, 1,6 mm und so einen Phasenfräser 90 Grad. Alle Vorschübe stammen aus meiner Excel-Liste, es ist unten verlinkt. Schaut euch auch das Tutorial an, wenn ihr sagt, ihr kommt mit der Excel-Liste nicht ganz klar. Ich bin nicht ein einziges Mal mit dem Vorschub runter. Die Werte haben wirklich hervorragend gepasst. Ich bin ab und zu auf 200%, wenn ich gesagt habe, okay, das dauert jetzt ein bisschen zu lange. Aber ansonsten hätte man alles so 1:1 stehen lassen können. Gehen wir jetzt zu Fusion. Wie gehabt, der CAD-Teil, der CAM-Teil und dann folgen die Videos. Los geht's. Ja, kommen wir nun zum CAD-Teil. Ihr könnt es hier unten in der Zeitleiste schon sehen, da gibt es ein paar Warnungen. Das liegt einfach daran, dass ich die alte Datei aufgerufen habe und das Logo einfach gedreht habe. Das passt der Software nicht ganz, aber interessiert mich gerade nicht weiter, muss ich zugeben. Ich führe trotzdem kurz durch. Ich habe eine Skizze erstellt auf der XY-Ebene mit der Kreisfunktion, das Ganze aufgezogen auf 110 mm. Und jetzt muss ich selber nachschauen, ich meine 8 mm. Genau, und auf 8 mm extrudiert. Als nächstes habe ich eine neue Skizze erstellt. Und hier einfügen, SVG-Datei, das Logo hinzugefügt. Hier stand ja noch etwas, designshop.fr. Und das habe ich wegradiert und hier eine kleine Korrektur vorgenommen, weil es so ein bisschen in diesen Halbmond überging und das hätte sonst nicht funktioniert. Okay. Dann habe ich mir hier in der Skizze 3, kann man das sehen, da war es noch nicht positioniert, mir Hilfslinien erzeugt mit 70 und 80 mm Durchmesser. Das sah dann so aus und habe das Logo dann mittig platziert. Und das war's schon. War wirklich nichts Wildes, aber ich meine, ich habe 10 Minuten gebraucht. Ging wirklich relativ schnell. Machen wir weiter mit der Fertigung. Ja, die Fertigung hat es echt in sich, denn wir müssen etwas von unten machen und von oben. Also eine Zwei-Seiten-Bearbeitung. Wer mein Video gesehen hat mit dem Bauklotz, weiß, wie das funktioniert. Immer so einen Nullpunkt definiert und die Setups. Aber ich erkläre es gerne nochmal. Also, zuerst drehen wir das Ganze, das Maschinenkoordinatensystem, so, wie wir es kennen und verstehen. Ich blende dazu jetzt einfach mal den Körper aus. Also, bei mir ist hier der Nullpunkt. So guckt übrigens auch die Kamera später auf das Werkstück. Da ist mein Nullpunkt. Z geht nach oben. X nimmt so zu und Y in diese Richtung. Diese gelbe Fläche wäre jetzt mein Werkzeuglängensensor. Und
Dieses Koordinatensystem präge ich mir jetzt so ein. Nun drehe ich das Ganze jetzt einfach so, wie ich später einspannen möchte. Das heißt, dieser Halbmond schaut zu mir und ich will es jetzt einfach so auf dem Kopf einspannen. Dann gehe ich hier auf diesen Button Setup, definiere einen Punkt, den ich antasten möchte und muss jetzt dafür sorgen, dass das Koordinatensystem so ist, wie ich es mir eingeprägt habe. Y nimmt zu nach, ich nenne es jetzt mal links, und X nach oben. Man muss ein bisschen spielen. Manchmal muss ich hier diesen Haken, diesen Pfeil da drücken, manchmal so. Also es muss dann einfach am Ende so aussehen, wie man es kennt. Zum Rohteil. Das Rohteil habe ich einfach ausgemessen. Interessant ist vielleicht nur der Versatz von oben, nämlich 0,5 mm. Das gilt es abzuplanen. Und so sieht das ganze Setup aus. Das erste Setup von unten. Kommen wir zur ersten Fräsoperation. Ich habe mich hier für diese entschieden, 2D adaptive Clearing, weil so kann ich nicht planen, denn hier sitzen meine Spannplatzen. Ich werde in die Spannplatzen fahren. Und so gefällt es mir einfach nicht, weil immer wenn der Fräser eine neue Bahn anfängt, wird es kurz in eine Vollnut. Also die Querzustellung ist nicht konstant. Hier ist es ganz anders. Ich tauche hier eine Helix ein und dann ist es immer eine konstante Querzustellung. Bei dieser Bahn hier gehe ich übrigens, also wenn es hier in diesen Kringel geht, erhöhe ich sogar den Vorschub. Schauen wir uns das gerade mal an. Also zum Werkzeug. Ich glaube, ich mache das jetzt nur einmal mit der Excel-Tabelle. Ich zeige es jetzt an einem Beispiel. Also Material Guss, Guss Alu, 6 mm, 4 Schneider, abgelesen aus der Tabelle 0,025. Die maximale Spindeldrehzahl unverändert, bei mir 25.000. Ich habe eine CNC mit Kugelumlaufspindeln und ich will eine Nut fräsen. Ich mache immer eine Nut, also wenn es mal vorkommt, dass ich kurz eine Nut fräse, dann mache ich immer ein X rein. Und das tue ich ja beim Eintauchen. Und jetzt sagt die Excel-Tabelle eine Drehzahl von 10.000, 1000 mm die Minute, seitlicher Vorschub, Helix seitlicher Vorschub 350 und 530 vertikaler Vorschub in der Spirale. Tiefenzustellung 0,75, wenn wir das jetzt kurz wegmachen, seitliche Querzustellung 1,5 mm. Das Ganze habe ich hier eingegeben. Eine Drehzahl von 10.000, 1000 mm die Minute, seitlicher Schnittvorschub, im Helix 350, Eintauchen 500, die Tiefenzustellung 0,75 und die Querzustellung 1,5 mm. Das soll es mal gewesen sein. Ja, wir akzeptieren, bestätigen das Ganze. Als Geometrie habe ich diese, ich nenne es mal Scheibe gewählt. Bei den Höhen hier habe ich nichts gemacht. Ich habe hier bei den Durchgängen nur ein Rohteilaufmaß hinzugefügt von -2 mm radial. Das heißt, der Fräser fährt jetzt hier 2 mm drüber. Einfach um, wenn ich später das Rohteil komplett ausschneide, die Spindel von oben ein bisschen zu entlasten. Und ein axiales Aufmaß von 0,1 mm. Das heißt, ich fahre nicht ganz auf die Ebene, auf diese Fläche, sondern 0,1 mm drüber. Bei den Durchgängen habe ich, glaube ich, nichts verändert und es einfach alles so gelassen, wie es Fusion vorschlägt. So, und wenn mein Rechner jetzt in die Gänge kommt, simulieren wir auch das Ganze mal. Wie gesagt, in dieser Bewegung hier habe ich sogar den Vorschub erhöht. Und es hat der Spindel nichts ausgemacht, also ist butterweich durchgefahren. Okay, als nächstes habe ich das hier einfach dupliziert.
Ah, ich habe es nicht so richtig geöffnet. Unverändert, unverändert, unverändert. Nur hier habe ich ein radiales Rohteilaufmaß von minus 0,5, also ich fahre nicht mehr ganz so weit raus. Und ein axiales Aufmaß von 0. Also hier einfach nochmal so ein Schlichtgang. Ich wollte eigentlich die Oberfläche nochmal polieren, aber ehrlich gesagt war die so perfekt, dass ich einfach nichts mehr gemacht habe. Man sieht zwar so leichte, wenn man gegen das Licht schaut, sieht man genau diese Durchgänge, aber wenn man mit dem Finger durchfährt, ist es wirklich absolut glatt. Da gibt es nichts, also das Polieren wäre völlig unnötig. Das Planen war ja nur zum Zeigen, das können wir entfernen. Und diese zwei hier packe ich in eine NC-Datei und die schauen wir uns jetzt an. Gut, das sieht ja schon richtig gut aus. Und jetzt drehen wir uns das jetzt alles wieder hin, also wie ursprünglich. Da ist ja mein Maschinenkoordinatensystem. Und jetzt erstellen wir uns ein neues Setup. Wieder mit diesem Button. Hier den Nullpunkt zu bestimmen ist ja leicht. Es muss genauso aussehen wie mein Maschinenkoordinatensystem. Als Ecke habe ich wieder diese Ecke gewählt. Das taste ich auch später an. Zum Rohteil. Das habe ich alles so gelassen wie von unten. Nur bei der Höhe Z habe ich die 0,5 mm rausgenommen. Das heißt, das sieht jetzt so aus. In Wirklichkeit gibt es ja hier rechts und links so ein, ja, steht ja so ein bisschen über, aber das kann ja Fusion egal sein. Ich habe einfach gesagt, es gibt keinen Versatz von unten und die Höhe beträgt 15 mm. Und wieder dasselbe Spiel wie unten. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht nochmal erzählen. Also zuerst ein Schrubbdurchgang, dann ein Schlichtdurchgang. Dann mache ich eine Kontur. Und zwar hat mich einfach bei diesem, wieder bei der adaptiven Clearing gestört, dass der Fräser nie ganz rausfährt und die erste Nut in einer Vollnut gemacht hat, ohne, ich sage mal, kurz rauszufahren. Deswegen, um auch die Fräse so ein bisschen zu entlasten, habe ich hier so eine kleine Konturoption, Operation hinzugefügt. Da kann man auch schön sehen, wie er kurz rausfährt und wieder eintaucht. Hier sind ja meine Spannplatzen, das heißt, es kollidiert nicht. Und genau, deswegen kann man das auch so lassen. Wir simulieren das jetzt einfach nur mal. Das heißt, ein Schrubbdurchgang, ein Schlichtdurchgang. Achso, Entschuldigung, ich mache ja mehrere, weil hier muss man ein bisschen mehr wegnehmen. Oh, Entschuldigung, die Kontur haben wir jetzt verpasst. Okay, ich habe es gleich. Jetzt. Genau. Und dann mache ich diese Kontur. Jetzt sind wir schon wieder drüber. Taucht außerhalb ein, fährt ein paar Mal durch, also macht ein paar Tiefenschnitte, bis auf dieses Maß hier. Also bis zu dieser, ich nenne es mal Grundplatte. Oh ne, Entschuldigung. Das fährt runter bis zur Schrifthöhe. Genau, das fährt jetzt bis zur Schrifthöhe, jetzt kann man es schön sehen. Wir haben es jetzt bis zur Schrifthöhe abgeplant. Ja, als nächstes, nach dieser Kontur, die Schnittdaten sind übrigens immer gleich, die sind unverändert.
wieder diese adaptive Clearing-Funktion. Schnittdaten sind wieder unverändert, also ich habe da nichts gemacht. Als Geometrie habe ich wieder diese Fläche ausgewählt, bloß hier habe ich Rohteilkonturen. Als Rohteilkontur diesen Ring ausgewählt, weil sonst will er mir alles abplanen, inklusive die Fläche, wo die Spannplatten greifen. Als Endhöhe habe ich hier nichts verändert. Durchgänge. In diesem Feld habe ich nichts verändert. Genau. Die Tiefenschnitte hat er automatisch übernommen aus der Werkzeugbibliothek. So Teilaufmaß. Habe ich wieder gesagt axial 0,2. Das heißt, man kann das hier als einen Schubdurchgang betrachten. Und radial wieder 2 mm. Das heißt, wir fahren hier wieder so ein Stück drüber. Aber es ist ja jetzt nicht so schlimm, denn wir sind vorher mit dieser Kontur durchgefahren. Ja genau, ich mache hier noch so einen Glättungsfilter rein und eine Vorschuboptimierung. Dann hier ein Ausfahrt, das ist unverändert. Materialeinfahrtspirale ist auch unverändert. Nur hier die Anfahrposition habe ich einfach gesagt, hier darfst du rein und raus. Und bestätigen das Ganze. Dann das Ganze, also das hier einfach dupliziert und nochmal so einen Schlichtgang gemacht. Ich fahre hier aufs Maß, das heißt, hier sieht man Rohteilaufmaß axial, fahre ich auf 0, also auf diese Grundplatte, aber radial bleibe ich noch 0,1 mm, also von dieser Wand hier bleibe ich 0,1 mm weg. Und das möchte ich später mit feinerem Werkzeug machen. Bestätige das Ganze und das sieht dann so aus. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, hier wäre Platz gewesen, hier hätte der 6 mm Fräser reinfahren können. Hier, das ist zu knapp, da kommt er nicht rein, aber in diese Fläche hätte er reinfahren können, also eintauchen von oben. Das macht er nicht. Ist aber nicht weiter tragisch. Diese ganzen Fräsoperationen hier packe ich in eine NC-Datei und zeige die euch mal, weil es ja ein Werkzeug ist. Die Werkzeugwechselfunktion funktioniert ja nicht mehr bei der bei der privaten Lizenz. Und das schauen wir uns jetzt mal an.
So sieht das Ganze ja jetzt aus. So guckt gerade die Kamera drauf. Man kann schon die ersten Konturen sehen. Ich habe mit dieser Prüfen-Funktion mal diesen Abstand gemessen und festgestellt, dass ein 5 mm Fräser hier gut reinfahren könnte. Deswegen mache ich das einfach. Und zwar, ich habe das hier dupliziert, also von einem 6 mm Fräser dupliziert. Und hier sieht man einen 5 mm Fräser. Schauen wir uns gerade wieder die Vorschubtabelle an. Aluguss unverändert, 5 mm, 4 Schneider, zwar HSS, aber das macht ja nichts. 0,015 aus der Zahnvorschubtabelle, 25.000 die maximale Drehzahl, unverändert. Unverändert Kugelumlauf. Ich habe mal Nut stehen gelassen. Und hier meinen Maschinenfaktor, wie aus dem vorherigen Video erklärt. Ich habe es jetzt mal erhöht auf 0,5. 12.000 die Spindeldrehzahl und ja, im Prinzip die ganzen Werte hier. Habe ich dann alle übernommen. Als Geometrie wieder dasselbe wie bei der 6 mm Geschichte. Restmaterial, genau. Nur habe ich hier einen Haken gesetzt und Fusion gesagt, hör mal, es gibt eine Restmaterialbearbeitung. Ich bin vorher mit einem 6 mm Fräser durchgefahren und den Eckenradius auf 0,6 gelassen. Und dann berechnet Fusion das alles ganz anders. Deshalb habe ich nichts gemacht, unverändert. Und hier sage ich wieder ein Rohteilaufmaß von 0,1 mm. Ich bleibe hier von der Wand 0,1 mm nach wie vor weg. Ein Glättungsfilter und ein Vorschub, die Vorschuboptimierung reingemacht. Was ich tatsächlich vergessen habe, ist das hier, die Tiefenschnitte. Aber da es ja nur eine Kontur ist, ja, ist es okay. Aber hier hätte man noch einen Haken setzen müssen. So, dann hier habe ich auch nichts verändert. Das ist alles unverändert, so wie es Fusion vorschlägt. Das simulieren wir jetzt mal schnell, um das mal zu zeigen. Und jetzt kann man auch sehen, der fährt er jetzt hier schön rein. Dieser Abstand hier zwischen den Buchstaben beträgt 1,7 mm übrigens. So, die Simulation. Und jetzt schauen wir uns das live an. Wir nähern uns langsam dem Ende. Jetzt müssen wir das Ganze, diese 0,1 mm radiales Aufmaß, müssen wir jetzt wegnehmen und zwischen die Buchstaben reinfahren. Das machen wir mit dieser 2D-Kontur. Da habe ich mich für einen 1,6 mm Schaftfräser entschieden. Die Schnittdaten berechne ich jetzt nicht mehr. Als Geometrie habe ich einfach die untere Kante ausgewählt, also einmal das und einmal das. Keine Rohteilkonturen, keine Haltestelle, keine Restmaterialbearbeitung. Ich sage ja einfach durchfahren, also entlangfahren. Endhöhe auch nichts. Da habe ich nichts verändert, auch keine Schubdurchgänge. Bei den tiefen Schnitten sage ich 0,4 mm, beziehungsweise hat mir die Excel vorgegeben. Kein Aufmaß, aber ein Glättungsfilter und eine Vorschuboptimierung. Einfahrt, habe ich gesagt, brauchst du nicht, aber eine Ausfahrt. Also beim Ausfahren fahren wir gerade 0,16 mm weg von der Wand, wenn es keine Kratzspuren gibt. Wäre jetzt zwar nicht so schlimm, aber wenn man sich das mal angewöhnt hat, dann funktioniert es auch. Als Materialeinfahrt habe ich einfach die 2 Grad gewählt. Okay, so sieht das Ganze ja aus. Wir simulieren das nochmal schnell. Tatsächlich ist mir das Fräser abgebrochen, weil mir diese Fahrt hier zu lang gedauert hat und ich auf 200% gegangen bin. Und als es dann zwischen die Buchstaben gekommen ist, ist mir der Fräser einfach abgebrochen. Hätte ich es einfach auf 100% gelassen, wenn nichts passiert. Aber naja, was kostet ein 1 mm Fräser? Genau, so wird das abgetragen. Und schauen auch das jetzt in Live an.
Okay, die Buchstaben und dieser Halbmond sehen schon perfekt aus. Also die sind jetzt freigelegt aus dem Material. Und jetzt wollen wir das Ganze noch entgraden. Ich finde, das gehört einfach dazu, zu einer sauberen Arbeit. War es notwendig? Wahrscheinlich nicht. Aber ich finde, das gehört einfach dazu. Das sieht einfach sauber und abgeschlossen aus. Auch wenn man mit dem Finger drüber fährt, schneidet man sich nicht. Ich habe hier diese 2D-Phase-Funktion ausgewählt. Das ist diese hier, 2D-Phase. Und mich hier für so ein 1/8 Zoll 45 Grad Phase Spiralstichel entschieden. Ich habe es mal unten verlinkt. Das ist von Hase, von der Firma Hase. Alu entgraden neu schneller. Tatsächlich war das so ein Bauchgefühl. Schnittvorschub 1600 fand ich eigentlich ganz gut. Eintauch, Ausfahrt, das ist eigentlich alles Quatsch bei 0,1 mm, was wir da eintauchen. 1600 fand ich ganz gut, hat mir gut gefallen, habe ich gewählt. Das habe ich nicht mit der Excel berechnet. Als Kontur habe ich einfach die obere Kontur ausgewählt, dreimal. Als Endhöhe nichts und als Phase 01, 01. Wieder ein Glättungsfilter und Vorschuboptimierung. Und hier habe ich nichts gemacht. Das simulieren wir nicht, das zeige ich euch einfach. Wir haben es gepackt, die letzte Operation. Wieder eine 2D-Kontur. Das mache ich wieder mit meinem 6 mm Schaftfräser. Wieder die Werte von vorhin, unverändert. Als Geometrie habe ich hier diesen unteren Ring angeklickt. Haltestege sage ich, oh, das habe ich mal vergessen. Ich wollte eigentlich rechteckig. Habe ich vergessen zu ändern. Ich mache hier immer Dreiecke rein und habe hier den Abstand etwas verringert, weil ich meine, da war so hoch, dass hier also da waren über 50 Haltestege dran. War mir zu viel. Ich fand 5 Haltestege ganz gut und das hält auch. Also die Haltestege habe ich hinzugefügt. 0,2 mm tauche ich tiefer ein, also in die Opferplatte, 2/10. Die Tiefenschnitte 0,75. Wie gesagt, das sind ja alles die Werte aus der Excel unverändert. Einfahrt habe ich weggelassen, weil ich will hier in so einer Rampe runterfahren. Und Ausfahrt sage ich 0,1 mm. 0,1 mm ist natürlich ein bisschen wenig. Das Problem ist aber, wo ist denn die Ausfahrt? Hier hat es jetzt zufällig gepasst. Also hier tauche ich ja so ein Stückel, fahre ich von der Wand weg. Das ist ja dieser kleine Zippel hier, um die Wand nicht anzukratzen. Hier ist nichts, also hätte man ein bisschen weiter wegfahren können. Aber ich hatte einfach die Befürchtung, dass er irgendwo hier ausfahren möchte. Und dann will ich mit dem vollen Fräserdurchmesser in die Wand rein, also in das Rohteil reinfahren. Und deswegen ist auf 0,1 mm begrenzt. 0,1 ist vertretbar. Ja, hier kann man auch die Haltestege sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Da fange ich an einzutauchen. Und so wird das Werkstück dann freigelegt. Viel Spaß!
Ja, wir sind jetzt durch. Ich zeige jetzt euch noch ein paar Aufnahmen, wie der Arbeitskollege das gestempelt hat und verabschiede mich. Bis zum nächsten Video. Ciao.